Herzlich willkommen zu einem neuen Cattle & Crops Update. Aus dem letzten Video haben wir so einige Dinge gelernt, unter anderem die folgenden. Die zahlreichen neuen Infos im letzten Video waren euch auf zu viel Videolänge verteilt. Deshalb werden die Videos in Zukunft etwas kürzer sein, es sei denn, es gibt wirklich ein umfangreiches Thema, was es zu besprechen gibt. Dann hat es euch ganz gut gefallen, dass es so eine Art Podcast ist, das heißt ein Bild und ich erzähle so ein bisschen was und das hat euch gefallen und deswegen werden wir in diesem Video natürlich wieder einige News mit reinpacken, aber im Wesentlichen sehr kompakt, ich habe es als Mini-News angekündigt, auf die Bilder der letzten Wochen eingehen, inklusive neuer News. Los geht's! Das Bild, welches ihr im Hintergrund seht, war natürlich das Hauptfeature des letzten Videos. Dynamischer Boden bestätigt und hiermit angekündigt für Cattle & Crops. Und natürlich gab es dazu schon von euch die ersten Anmerkungen, Kritiken und Bedenken. Und das Team hat die natürlich wahrgenommen. Unter anderem hieß es da zum Beispiel, dass man hier sehen kann, was das Problem dynamischen Bodens ist, nämlich dass der so spitz wirkt. Und das Entwicklerteam hat sich hingesetzt und gesagt, okay, diese Herausforderung nehmen wir an, spitzer Boden mit so zackigen Sachen ist vielleicht nicht so schön, hübschen wir den noch weiter auf und seitdem hat sich einiges getan. Mittlerweile sieht das so aus. Ich weiß, viele von euch würden natürlich gerne das Ganze jetzt in-game sehen, aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, dass ihr da auch Gameplay seht, wie das Ganze funktioniert. Ich habe es schon in Ansätzen gesehen, ich habe auch schon gesehen, wie, sagen wir mal, dann das Wasser in den Pfützen steht und wie das einfach nur super genial aussieht. Und ich freue mich riesig drauf, euch das zeigen zu dürfen. Dann habt ihr natürlich bemerkt, ja, die Fahrzeugspuren könnt ihr hier auch nochmal sehen. Jetzt auch in dem neuen Bild kann man das sehr schön erkennen und auch nochmal übereinander gelegt, wenn ihr euch das anschauen möchtet. Ohne Spitzen, mit Spitzen, von vorher zu nachher kann man also sehen, wie die Verbesserung jetzt aussieht. Dann kam die Vermutung auf, dass es in Cattle & Crops natürlich dann auch Bodenwerte gibt. Das habt ihr interpretiert an den Pflanzen, die im Hintergrund zu sehen waren, die unterschiedlich hoch waren. Da habt ihr vollkommen richtig gelegen. Das sind Auswirkungen der unterschiedlichen Bodenwerte, die es im Spiel gibt. Und hier die Bestätigung, so sieht das derzeit aus. Wenn ihr Informationen zur Bodenbeschaffenheit eines Feldes oder einer Stelle im Feld anschauen wollt, da werden dann später drin sein, also Fruchthöhe, die verschiedenen Bodenarten, die es geben wird und Nährstoffe, Krankheiten, all solche Dinge, die halt dazu beitragen, wie sich eine Pflanze auf dem Boden, ja, wie die sich entwickelt. Ja? Coole News zum Detailgrad des Spiels. Das erste Konzept der Ingame-Map wurde von euch kontrovers diskutiert und ihr habt sehr viele schöne Dinge herausgefunden, die natürlich so korrekt sind, wie ihr sie herausgefunden habt. Unter anderem, es gibt unterschiedliche Straßenbreiten, da wird es dann auch Feldwege geben. Es gibt einen Kreisverkehr, der lässt darauf schließen, dass die KI das beherrscht. Und für viele ganz wichtig, es gibt nicht zwischen den Feldern so sehr große Grünflächen, die dann quasi so nutzlos ja, da rumstehen, wo man früher dann auch mal mähen konnte sozusagen, sondern hier sieht man wirklich die Felder, die geben auch eine gewisse Logik und natürlich, die Felder sind nicht quadratisch praktisch gut, sondern sie sind wirklich so, als seien sie in der Landschaft sozusagen geboren und das lässt darauf schließen, dass der Helfer, der ja sehr umfangreich genutzt werden kann in Cattle & Crops, das auch beherrscht. Das heißt also, der Helfer funktioniert nicht nur auf viereckigen Feldern, sondern der Helfer beherrscht auch Felder mit vielen Bögen, Abzweigungen, ob die nun S-förmig, dreieckförmig sind. Es mag sein, dass hier noch die sehr starken Spitzen an einigen Feldern rausgenommen werden, aber ansonsten wird es im Wesentlichen so sein, dass die Map im Grunde so aussieht. Und ihr habt natürlich auch schon vermutet, wo denn wohl der Hof zu finden sein wird. Im Questbild wurde das natürlich korrekt aufgelöst. Das habt ihr also auch alles rausgefunden. Wir sehen übrigens auch noch hier einen schönen Fluss. Da sieht es aus, als hätten wir da oben ein Hafengebäude und wir sehen einen Bahnhof. Ich weiß nicht, ob der jetzt extra für mich eingebaut wurde. Und ja, dann haben wir noch ein kleines weiteres Detail auf dieser Map, nämlich die unterschiedliche Färbung der Gebäude. Die habt ihr natürlich mit euren messerscharfen Augen sofort erkannt. Richtig ist, oder sagen wir mal, es wurde vermutet, dass diese Gebäude unterschiedliche Funktionen haben werden. Da wurde schon spekuliert, was könnte was sein. Richtig ist auf jeden Fall schon mal, so viel kann ich bestätigen. Unterschiedliche Farben bedeuten unterschiedliche Gebäudetypen und was genau es damit auf sich hat und ob da vielleicht wirklich Funktionen hinterstecken, dazu bald mehr. Ein Herz- und Sahnestück in Cattle & Crops wird das umfangreiche Quest-System sein. Schon lange in der Entwicklung
Und das kann man hier auch erkennen. Sehr, sehr detailliert und ausgetüftelt. Ihr seht also, dass euer Spielercharakter zum Beispiel aufleveln kann, dass die Mitarbeiter unterschiedliche Fähigkeiten haben, dass die Mitarbeiter zu Quests geschickt werden können, dass ihr hier Fahrzeuge vorauswählen könnt, dass ihr die Quests planen könnt. Ihr bekommt Erfahrung für die Quest, ihr bekommt Geldbelohnung für die Quest, ihr bekommt Items für die Quest, zum Beispiel kleine Sachen, die dann Sinn geben. Wenn man irgendwie Kartoffeln liefert, kann man auch einen Kartoffelsack kriegen, kann auch sein. Und das hier ist natürlich jetzt eine sehr weite Struktur. Nicht alle Quests müssen so komplex sein. Es kann auch sein, fahr mal eben dahin, kriegst ein paar Euro dafür. Hier ist einfach nur mal jetzt exemplarisch gezeigt, was da im Moment alles möglich ist. Auch hier inklusive, sagen wir mal, einer schönen Vorschau auf der Map, ne? Wo man planen kann, wo man die Belegung der Fahrzeuge planen kann. Sehen wir auch oben da an den Reitern, dass es da noch weitere Einstellmöglichkeiten gibt. Ja, und wozu das Quest-System? Das wurde natürlich im Forum auch sehr kontrovers diskutiert. Natürlich hat ein Simulator nur dann einen Wiederspielwert, wenn es verschiedene Dinge gibt. Wenn es Mods gibt, sehr umfangreiche Mods gibt, wenn es Maps gibt. Übrigens, das ganz wichtig, jeder Modder kann in seine Map eigene Geschichten einbauen über Quests, über das Quest-System, über XML-Dateien. Das bedeutet, wenn Modder schon immer mal erzählen wollten, das hier ist die Map, dann kann man hingehen und sagen, wir bauen hier einen NPC hin, der erzählt mir hierüber was oder gibt mir da eine Aufgabe, macht dies und das. Ein großer neuer Baustein im Modding ist das Quest-System. Ihr könnt es nutzen, ihr könnt eure Geschichten erzählen für eure Map dank diesem System. Es ist einfach anpassbar und das wird sicherlich eine tolle Sache für Modder, hier neue Features in ihre eigenen Maps dann entsprechend ja, einzubinden. Aber wie gesagt, das muss nicht so komplex sein wie hier, das kann auch viel kompakter sein, das können auch Quests sein, die sich wiederholen, das können auch Quests sein, die man täglich macht. All solche Dinge sind damit natürlich möglich und trotzdem muss man sagen, das ist alles noch Concept Art, wie das dann in-game aussieht, ist dann die nächste Frage, aber ihr habt da sehr viele schöne Informationen rausgearbeitet und ich freue mich schon drauf, mit euch das gemeinsam zu erkunden. Tja, jetzt müssen wir noch eine Sache auflösen aus dem letzten Video und aus den Bildern auch, die wir gesehen haben. Was waren das jetzt eigentlich für Maschinen? Die schauen wir uns jetzt nochmal ganz genau im Detail an und mit den Bildern kann ich euch dann auch schon bis zum nächsten Video verabschieden. Den Claas Arion 650 kennen wir schon. Der hat jetzt auch wieder Augen zum Gucken oder besser gesagt Lampen zum Leuchten. Und hinten dran hing ein Köckerling, ein Rebel Classic. 300 ist es und wenn man sich hier Details anschaut, ich glaube, da können wir gemeinsam übereinkommen. Das hier ist noch Beta. Das macht Lust auf mehr, oder? Euch noch einen schönen Tag, guten Abend und gute Nacht.